Einen gelben Rolls-Royce in der Aufbereitung, ich wette, das habt ihr noch nie gesehen. Ist für uns das erste Mal, deswegen nehmen wir euch heute mal mit. Ja, wir haben hier ein fettes Schiff bei uns in der Halle auf der Bühne, ein Rolls-Royce Coupé. Welches Modell das ist, ehrlich gesagt keine Ahnung, ist auch nicht mehr der neueste, ist ungefähr 13 Jahre alt. Auf jeden Fall ein beeindruckendes Auto und vor allen Dingen in Gelb, werksseitig original gelb lackiert. Haben ihn auch schon durchgemessen, macht alles Sinn, passt alles. Auto ist schon gewaschen, steht jetzt hier auf der Bühne und wir nehmen euch einfach mal so ein bisschen mit, weil erstmals ein Rolls-Royce ist was Besonderes und ein gelber Unilack, den hat man auch nicht alle Tage. Das heißt, wir zeigen euch einfach mal ein bisschen, welche Schritte wir machen, was wir benutzen, was gut funktioniert und wie wir vorgehen. Wir machen außen komplette Lackaufbereitung bis auf die Folie. Man sieht auch schon, wenn man drauf guckt, das ist so eine milchige Folie, das ist so eine Art Werbedruckfolie, also die hat keinen Klarlack. Das heißt, polieren können wir hier eh nicht. Sie kriegt am Ende noch eine Mitversiegelung, das ganze Auto wird Keramik versiegelt. Bei der Folie machen wir mal einen Testspot, ob das funktioniert oder ob das Lösemittel zu stark ist. Im Zweifelsfall kriegt die Folie eine Polymer. Aber generell bei der letzten Folie auch ein Kunde genau einmal andersrum. Rolls-Royce schwarz, folierter Bereich gelb. Hat es gut funktioniert, war die gleiche Folienart. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mal zwischendurch mit, blenden euch ein paar Bilder ein. Ich erzähle zwischendurch mal ein bisschen was in Person, mal ein bisschen über ein Video, wie es gerade passt. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Auto wie wir. Und ich würde sagen, fangen wir an. So, das ist der Vorherzustand. Wir haben hier schon mal nach dem Durchmessen den Lack uns angeguckt. Er ist, finde ich, für ein sehr altes, also 13 Jahre altes Auto in Ordnung, dafür, dass er ein Unilack ist. Wenn wir noch mal ein Stück rüberrutschen, blende ich euch hier noch mal unseren Testspot ein. Wir haben jetzt hier einmal den Ausgangszustand hier drüben. Also ähnlich wie drüben oder vorne auf dem Kotflügel. Dann haben wir eine scharfe Kante geklebt und haben hier dann den fertigen Zustand. Gefällt mir soweit gut. Wir haben noch ganz vereinzelt ein paar Kratzer drin. Aber das Auto soll auch bewegt werden, also auch nicht komplett ausrasten, sondern einfach das machen, was sinnvoll möglich ist. Wir gucken nachher noch mal nach dem Finish drauf, aber so generell sieht das schon mal sehr gut aus. Ich glaube, da kommen wir auf einen guten Zustand. Ja, ich würde sagen, wir gucken noch mal so ein paar andere Spots im Auto an, ob es da irgendwas Besonderes gibt. Wenn ja, zeige ich es euch und dann gucken wir auf jeden Fall noch mal in den Innenraum und sehen uns dann beim Polieren wieder. Gesagt, getan. Wir gucken uns jetzt mal die Folie an und wir sehen hier, sie ist etwas trüb. Das liegt natürlich auch an der Struktur der Folie, aber auch am Glanzgrad. Da werden wir auch einmal polieren und dann Keramik drauf packen. Das nehme ich schon mal vorweg. Das hat wunderbar geklappt. Und jetzt hier seht ihr den Spot, den habe ich vorher übersehen. Dazu jetzt aber mehr. Da habe ich prompt gelogen, habe mir das Protokoll nicht angeguckt. Hier oben haben wir eine Smart Repair Stelle. Man sieht hier in dem Bereich auch, wie der Übergang aufreißt. Ganz typisch, mittendrin so einen Übergang zu machen. Ja, ist immer schwer, lässt sich auch schwer ausblenden. Von daher jetzt fachlich, handwerklich vielleicht gar nicht schlecht gemacht, aber die Stelle einfach da, Smart Repair mitten auf so einem Bauteil zu machen, ist etwas ungünstig. Das heißt, wir haben im oberen Bereich auf jeden Fall Smart Repair. Müssen wir mal sehen, wie sich es beim Polieren verhält. Mit ein bisschen Glück wird der Übergang weniger, mit ein bisschen Pech wird der Übergang mehr. Müssen wir mal schauen. Von daher doch eine kleine Überraschungskiste bei dem Alter. Aber generell grundlegend ein vernünftiger Zustand. Damit kann man arbeiten. Wir kriegen, denke ich mal, ein vernünftiges Ergebnis. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in den Innenraum, wie es da aussieht, ob wir da große Baustellen haben. Hello again. Wir haben einfach ein sehr speckiges Leder. Insgesamt ist das auf jeden Fall, also extrem hochwertige Qualität natürlich im Leder, aber auch gut gepflegt. Es ist nicht hart, es ist nirgendwo brüchig, es ist nirgendwo abgeschabt. Es sei denn, es wurde schon mal nachlackiert. Das lässt sich jetzt natürlich nicht erkennen, aber es ist natürlich sehr speckig. Das heißt, eine Lederreinigung müssen wir auf jeden Fall machen. Sonst insgesamt in vernünftiger Zustand. Die Fußmatten sind ein bisschen schmutzig, oder die Teppiche besser gesagt. Auch natürlich ein krasses Material, diese hochflorigen Fasern, Wahnsinn. Und was wir gerade gesehen haben, als wir die Tür aufgemacht haben, hier in den Türen sind normalerweise so eine Ledereinlagen, die werden neu besattelt. Und jetzt guckt euch das mal an. Das ist einfach Holzplatten mit Metalleinlage. Also nicht nur in den sichtbaren Bereichen absolut kranke Qualität, sondern auch in den unsichtbaren einfach komplett over the top. Keine Ahnung, ob Rolls-Royce es heute noch so baut, aber wirklich krass. Vielleicht geht es um den Klang, wenn man dagegen klopft. Ich weiß nicht, warum man das macht. Leichter ist es auf jeden Fall nicht. Das Ding wiegt auch fast 3 Tonnen. Ich glaube 2,6, 2,7 Tonnen. Hier steht hier nicht drin. Aber wirklich heftiges Auto. Wir machen den jetzt mal wirklich schön sauber und sehen uns einfach zwischendurch oder hören uns zwischendurch bei den einzelnen Schritten. Bis später. Die Kombination für dieses Fahrzeug war das grüne, harte Safe-Ship-Pad zusammen mit der Sonax Ultimate Cut im Cut. Das hat super geklappt. Das burgundifarbene Safe-Ship-Pad mit der Sonax Perfect Finish war wirklich optimal. Wir konnten sogar den Übergang hier etwas abmildern an der Smart Repair-Stelle. Und defekttechnisch sind wir auch genau dahin gekommen, wo wir hin wollten. 98% Defektkorrektur bei so einem
alten Auto mit 13 Jahren, wunderbares Ergebnis. Damit waren wir zufrieden. Kleine Schwierigkeit hier, das Auto ging nicht hoch, also es war zu lang für unsere Bühne und zu schwer für die Bühne, deswegen mussten wir hier wirklich am Boden arbeiten, aber gut, so haben wir es früher immer gemacht, kriegen wir dieses Mal auch hin. Für die Chromteile haben wir auch erst die Sonax Ultimate Cutco genommen, anschließend Sonax Chrome Polish, hat wirklich perfekt funktioniert. Hier draußen an dem Kühlergrill seht ihr gleich mal die 3 Stäbe rechts, die habe ich gemacht im Vergleich zur Mitte, sieht man, glaube ich, einen ganz deutlichen Unterschied. Ganz außen hat das wirklich eine Menge gebracht. Lederreinigung, Lederreiniger Stark von Colorlock zusammen mit der Lederreinigungsbürste und danach die Versiegelung aufgebracht, um den gereinigten Sitz auch wieder zu schützen. Das war auch schon das spektakulärste im Innenraum, denn der war sehr gepflegt. Deswegen war die Lederreinigung hier das A und O. Der Rest wurde einfach mit dem Interior Cleaner abgewischt. Alle Links zu den Produkten findet ihr unten. Kleines Gimmick, ich stehe wirklich drauf, diese Streifen im Innenraum bringt jetzt nichts, sieht aber ganz cool aus, deswegen mag ich das ganz gerne. Hier bei so einem hochflorigen Teppich wirken die natürlich noch deutlich intensiver. Dann ging es in den Außenbereich an die Trockeneisreinigung, um jede Ecke, Ritze und Kante einmal intensiv sauber zu machen und auch Polierreste zu entfernen, damit das Auto danach perfekt für die Versiegelung vorbereitet ist. Ja, kleines Highlight nochmal, ein Sternenhimmel, wirklich sagenhaft, hätte ich auch gerne in meinem Auto. Das ausfahrbare Emblem auch getrockeneist, dann zweifach entfettet, einmal mit Silikonentferner lang, einmal mit Sonax Prepare und dann gab es 2 Schichten Sonax CC Evo, nämlich einmal das Base Coat und das Gloss Coat und dann strahlte das Prachtexemplar in neuem Glanz. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal zu den Finish-Bildern und schauen mal rein, wie das Auto am Ende aussieht.